Sie schon wieder, Herr Schmidt. Tossa, wir waren doch schon mal beim Du, ja, aber den Ring, ja, das machen wir jetzt. Ja, haben Sie Liquiditätsengpass? Naja, so gesehen, ja, heute bräuchte ich mal Geld. Wie sieht es denn bei euch aus, wenn ihr einen Liquiditätsengpass habt? Was würdet ihr denn machen? Ich empfehle euch, guckt noch mal den Film. Hunderte von Smartphones. Ja, da stecken hunderte von Geschichten von Leuten dahinter, die schnell und unkompliziert an Bargeld kommen mussten, für was auch immer. Ihr fragt euch jetzt, wo bin ich überhaupt? Ja, ich bin im Lager des Pfandleihhaus Grüne gegenüber vom Frankfurter Hauptbahnhof. Pfandleihhäuser sind die unkomplizierteste Art, an Bargeld zu kommen. Das sagt jedenfalls Grünes Leihhäuser. Die haben deutschlandweit 20 Filialen und sind Marktführer in der Pfandleihe. Und wie deren Businessmodell und die Customer Journey aussieht, das entdecken wir heute gemeinsam. Ich habe heute meinen Ring dabei, das ist ein 100 Jahre altes Erbstück. Mal gespannt, ob ich für den hier Bargeld bekomme. Aber das kann mir Tossa sagen. Genau. Du bist Pfandleiherin. Ja. Wie funktioniert das jetzt genau? Genau, du gibst mir deinen Ring und ich gucke den mir an, schaue erstmal mit der Lupe nach der Legierung. Der ist aber gut gestempelt. Genau, 585, heißt 14 Karat. Dann tue ich den prüfen. Ja. Und dann schaue ich hier einmal. Dann warte ich ein bisschen und sehe, okay. Und das bleibt stehen. Der ist jetzt echt. Der ist echt, genau. Wir wiegen den jetzt und dann können wir auch gleich gucken, wie viel du bekommen würdest. Ich bekomme Geld dafür. Ja, du bekommst Geld dafür. Darf der Uropa nicht wissen. Wie ermittelst du jetzt den Wert dieses Ringes? Wir haben eine Tabelle, da können wir die Grammzahl von dem Ring reinschreiben und dann rechnet der mir das aus. Und dann kann ich auch direkt schon mal gucken, was ich ungefähr geben kann. Ja, schauen wir mal. 5,7 wiegt der. Und quasi würdest du jetzt, wenn der Stein nicht da wäre, 300 Euro von uns bekommen. Dadurch, dass ich den Stein noch mit abziehen müsste, wäre ich bei 280 Euro. Wo bekommst du denn den Goldpreis her? Von der Scheideanstalt. Wenn ich mit dir verhandle, gibt es vielleicht ein bisschen mehr. Könnte wohl möglich sein. Also würdest du mir 300 Euro für den Ring bieten? Ja, weil der Ring auch schön ist, würde ich das machen. Ich nehme ihn trotzdem wieder Ja. mit, weißt, sonst wieder. Aber schön, 300 Euro, jetzt weiß ich Ja. mal, was der Ring wert ist. Genau. Ja. Und bei mir steht jetzt die stellvertretende Filialleiterin Nadja. Sag mal, welche Leute kommen denn überhaupt zu euch? Ja, das ist eine gute Frage. Also die Familien oder Handwerker oder auch Selbstständige, die halt dann einfach schnelles und unkompliziertes Geld benötigen. Zum Beispiel bei den Selbstständigen ist es ja dann meistens, irgendein Kunde kann nicht zahlen und dann klopf, klopf, steht das Finanzamt vor der Tür. Jetzt sind wir hier im Lager, Nadja. Was nehmt ihr denn alles an? Ja, du siehst schon relativ viel. Also hier hatten wir gerade Werkzeug in der Ecke, da auf jeden Fall so Bohrhammer oder Akkuschrauber. Dann siehst du hier zum Beispiel einen Dyson Staubsauger, genau. Nee. Oder zum Beispiel hier eine Bose-Box oder eine GBA-Box. Auch manchmal Küchengeräte nehmen wir manchmal auch an, genau. Oder zum Beispiel hier haben wir versteckte Schätze, wie ich es mal nennen darf. Haben wir hier so auch Luxusartikel von Taschen. Hier haben wir jetzt ein sehr schönes Schmuckstück, das ist eine Hermes-Tasche. Da haben wir auch die Rechnung dabei, weil bei so hochwertigen Pfändern benötigen wir in der Regel dann auch eine Rechnung. Genau, und hier siehst du einmal das schöne Schmuckstück. Was halt, genau, einen sehr hohen Wert hat in dem Fall. Die steht dir gut. Hättest du auch gern, oder? Die hätte ich auch gern, so ein kleines Schmuckstück in meinem Kleiderschrank. Warum nicht? Ich fass die gar nicht an. Doch. Sabine, ich will die gar nicht anfassen. Das ist mir. Was kostet denn so eine Tasche? Ah, die war tatsächlich gar nicht so teuer. Da waren noch mehrere Sachen dabei. War rabattiert, oder? 9.000 Alles zusammen. Euro, nicht teuer, ja. Die war nicht so teuer, nein. Wie könnt ihr denn den Wert dieser Gegenstände bestimmen? Genau, also auch da schauen wir, wie der aktuelle Zustand ist, von der Tasche zum Beispiel, schauen den aktuellen Marktwert an oder kalkulieren das auch manchmal, wie das auf unserer Auktion weggegangen ist. Das sind alles Sachen, die da reinspielen in diesen Beleihungspreis. In welchem Bereich bewegt ihr euch denn? Was ist so die kleinste Summe und was ist so das
Teuerste. Also die kleinste Summe, die wir beleihen ab 5 Euro. Was war denn so das Teuerste, was du jemals in der Hand hattest? Also das Teuerste, was ich jemals in der Hand hatte, das war tatsächlich Schmuck. Das war fast 60.000 Euro. Wie funktioniert denn euer Businessmodell? Also der Kunde kommt zu uns, bringt uns seinen Gegenstand, wir ermitteln den Wert dafür. Der Kunde hat 6 Monate Zeit, um den Gegenstand wieder abzuholen oder zu verlängern. Je nachdem, was für ein Darlehen der Kunde kriegt, zum Beispiel ist das gestaffelt bis 301 Euro. Danach sind es immer 4% an Zinsen und Kosten. Wie verdient ihr denn euer Geld? Mit den Zinsen und Kosten, da holen wir tatsächlich unser Verdienst raus. Also es bringt uns nichts, wenn wir dann den Kunden zu wenig oder zu viel beleihen. Was passiert denn, wenn der Kunde den Gegenstand nicht mehr abholt und ihr verkauft den niedriger? Also wenn der Kunde den Gegenstand nicht mehr haben möchte, dann wird der Gegenstand leider versteigert. Und wenn der Gegenstand unter dem Wert minderwertiger versteigert wird, dann machen wir einen sogenannten Mindererlös. Und dann ist das leider für uns quasi nicht so gut gelaufen. Und wenn ihr mehr erlöst? Wenn wir mehr erlösen, dann ziehen wir davon erstmal unsere Darlehen und unsere Zinsen und Kosten ab, die uns zustehen. Und wenn dann noch ein Plus übrig bleibt, steht das dem Kunden zu. Ihr habt ja ganz schön viele Regeln. Es ist ja fast so, als wärt ihr noch stärker reguliert als Banken. Wir haben eine Pfandleihverordnung, in der steht zum Beispiel auch drin, gesetzlich, wie viel Zinsen und Kosten bis zu 300 Euro gestaffelt sind. Ansonsten, wenn du zum Beispiel ein Darlehen hast von 1000 Euro, wären das bei uns 40 Euro monatlich an Zinsen und Kosten. War das schon mal hier? Ich denke, meine Frau mache ich nicht. Okay. Geht aber ganz schön schnell, so ein Vorgang. Ja, das geht auch relativ schnell. Dann gucken wir mal. Ich habe meine andere da. Okay, kein Problem. Genau. So. Darf ich einmal den Personalausweis haben? Wie lange dauert es, wenn du reinkommst, bis du Cash hast? Um die 7 Minuten. Ach komm. Wir wären bei 150 Euro. 150. Wie viel Gramm sind? 2,5 Gramm. 150, genau. Ich kann leider nicht mehr machen. Nee. 150 wären wir. Dann haben wir hier einmal den Pfandschein. 1,50 Euro plus 3,50 Euro. 6 Monate haben Sie Zeit. 50, 100, 150, okay? Bitte schön. Einen schönen Tag dann noch. Wie oft kommt es denn vor, dass der Kunde, die Kundin sagt, da will ich mehr? Also eigentlich fast jeder zweite Kunde macht das gerne. Und dann versuchen wir auch den Kunden wirklich glücklich zu machen und das kriegen wir auch oft hin.